Das Gasthörstudium des Zentrums für lebenslanges Lernen bietet wissenschaftlich Interessierten die Möglichkeit, sich aus vielen hundert für Gasthörenden geöffneten Lehrveranstaltungen ein individuelles Programm zusammenzustellen. Mit der Einschreibung ins Gasthörstudium können Sie sich zu den Brückenkursen, Sprachkursen, Techniken wissenschaftlichen Arbeitens, Informationsveranstaltungen und Exkursionen anmelden. Die Homepage des CEL informiert insbesondere über die Angebote, die speziell für Gasthörer angeboten werden. Auch kurzfristige Änderungen und Neuerungen werden hier veröffentlicht. Es wird daher empfohlen, regelmäßig diese Homepage einzusehen, dort insbesondere die Seite Aktuelle Informationen. Moodle ist das Open Source Learning Management System an der Universität des Saarlandes. Es richtet sich als kostenfreies Angebot an alle Lehrenden der Universität und bietet die Möglichkeiten zur Unterstützung kooperativer Lehr- und Lernmethoden. Um Nachrichten und Lernmaterialien von den Veranstaltungen zu bekommen, Sie sollen sich erstens einloggen mit der UDS-Kennung und dann einschreiben in die gewünschten Kurse. Sie können durch Ihre Anmeldungen Kursmaterial herunterladen, Aufgabe und Text abgeben oder hochladen und im Forum mit Mitstudenten kooperativ lernen. Forenbeiträge bzw. Benachrichtigungen erhalten Sie sowohl auf Moodle als auch per Ihrer Uni-Mail-Adresse. Das Sprachzentrum bietet den Studierenden, Gasthörern und Mitarbeitern der Universität des Saarlandes die Möglichkeit, ihre Sprachkenntnisse zu erwerben oder auszubauen. Alle Kursteilnehmer können bis zu 3 Kurse pro Semester beim Sprachzentrum belegen. Hier können Sie diese Plattform direkt erreichen. Zunächst müssen Sie sich als Nutzer des Sprachzentrums online registrieren, wenn Sie an Sprachkursen teilnehmen möchten. Alles, was Sie dazu benötigen, sind Daten über Ihre Anschrift und Immatrikulation sowie Ihre E-Mail-Adresse. Als Gasthörer müssen Sie Ihr Benutzerkonto beim Sprachzentrum jedes Semester erneut freischalten, indem Sie mit Ihrem Gasthörerausweis in der Mediothek vorbeikommen. Gasthörer bitten wir auch zu beachten, dass die Intensivkurse jeweils zum Ende eines Semesters angeboten werden und zur Teilnahme an diesem eine Gasthörer-Einschreibung ins auslaufende Semester erfolgen muss. Das Studienangebot für Gasthörer steht im Studienführer Weiterbildung. Die elektronische Version befindet sich auf der CEL-Homepage. Für Regelstudierende existiert ein in Druckform publiziertes Verzeichnis bereits seit einigen Jahren nicht mehr. Stattdessen werden alle Veranstaltungen im sogenannten LSF eingearbeitet. Als Studierende muss man dann seine Veranstaltungen auswählen, buchen und erhält dann Auskunft, ob man zugelassen wird. LSF ist als die Softwareverwaltung der UDS für Lehre, Studium und Forschung. Um die Vorlesungen einzusehen, muss man sich nicht unbedingt anmelden. Über Veranstaltungen, Vorlesungsverzeichnis gelangt man auf eine Übersicht mit den verschiedenen Fakultäten und Einrichtungen, die die Veranstaltungen anbieten. Die meisten Vorlesungen, Übungen und Seminaren lassen sich dann über die verschiedenen Fakultäten und Fachrichtungen auswählen. Auch das Zentrum für lebenslanges Lernen stellt seine Veranstaltungen zusätzlich ins LSF. Letztendlich gelangt man so auf eine Übersicht zu der einzelnen Veranstaltung, auf der diese entsprechend beschrieben wird. Hier steht dann zum Beispiel der Veranstaltungsort, Zeit, Dozent sowie weiterführenden Informationen wie Literatur. Zu Semesterbeginn verlangen die Dozenten manchmal, dass sich auch die Gasthörer im LSF nochmal gesondert anmelden sollen.
muss man sich mit seiner Benutzerkennung auf der LSF-Startseite anmelden. Auf der Seite der entsprechenden Veranstaltung setzt man dann ein Häkchen bei Vermerken und auf Jetzt belegen klicken. Nachfolgend beantragt man dann einen Platz. Hier sieht man auch, ob man für die Veranstaltung zugelassen wird. Neben der Veranstaltungsbuchung gibt es noch einige weitere Nutzungsmöglichkeiten. So ergibt sich eine Stundenplanübersicht, nachdem man sich seine Veranstaltung belegt bzw. vorgemerkt hat. Jede in LSF eingetragene Veranstaltung besitzt eine Veranstaltungsnummer, die auch im Studienführer Weiterbildung steht. Über die Suchfunktion in LSF gelangt man auch direkt auf die gesuchte Veranstaltung. Über die Personenanwahl lässt sich jeder universitäre Mitarbeiter und Dozent suchen, um so seine Raumangabe, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer zu finden. Ähnlich läuft das Verfahren über die Raumanwahl. Alle bekannten Informationen sind hier gespeichert.